Willkommen zu Auf Posten stehen. Und jetzt Pastor Norbert Lenk. Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wieder erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung Auf Posten stehen. Der Donnerschlag kam am Donnerstag. Und nicht nur war es ein Donnerschlag, sondern es war Hagel und Sturm und Wind und alle möglichen katastrophalen Ereignisse damit verbunden. Wovon rede ich? Nun, ich rede von den Strafzöllen, die jetzt gegen die Europäische Union verhängt worden sind von Präsident Trump. Und ich möchte ein wenig hier auch von der Vergangenheit Ihnen etwas erzählen, wie das alles so zustande kam. Ich habe hier einen Artikel vom Spiegel Online, und die haben Folgendes hier geschrieben. Die USA wollen Stahl- und Aluminium-Importe aus der EU künftig mit Strafzöllen belegen. Das gab US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross in Washington bekannt. Ab Mitternacht würden die neuen Zölle für die EU, Kanada und Mexiko gelten. Bis zum 1. Juni hatte die US-Regierung eine vorläufige Ausnahmeregelung erteilt. Diese läuft nun aus. Und nebenbei gesagt, die USA begründen die Strafzölle von 25% auf Stahl und 10% auf Aluminium offiziell mit Sicherheitsbedenken. Jean-Claude Juncker nannte die Strafzölle vollkommen inakzeptabel. Großbritannien äußerte sich in einer ersten Reaktion als sehr enttäuscht. Ein Regierungssprecher sagte, das Vereinigte Königreich und die EU seien enge Verbündete der USA und sollten von den Schutzzöllen dauerhaft ausgenommen werden. Bundesaußenminister Heiko Maas bezeichnete die US-Entscheidung als nicht nachvollziehbar. Unsere Antwort auf America First kann nur heißen Europe United, sagte er. Die deutsche Wirtschaft reagiert entsetzt. Mit der Einführung von Strafzöllen, selbst gegen engste Verbündete, brechen die USA internationales Recht, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Erik Schweitzer. Zudem hatte Trump zuletzt auch Einfuhrzölle auf deutsche Autos ins Gespräch gebracht. Diese treten allerdings noch nicht in Kraft, aber dazu mehr ein bisschen später. Die EU und Japan warnen dennoch bereits vor beträchtlichen Turbulenzen auf dem Weltmarkt, falls die USA Einfuhrzölle auf Autos verhängen sollten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuvor eine entschiedene und gemeinsame Antwort der EU auf die Strafzölle angekündigt. Die EU-Vergeltungszölle sollen nach einer bereits bei der Welthandelsorganisation eingereichten Liste auf US-Produkte wie Whisky, Erdnussbutter, Harley-Davidson, Motorräder, Blue Jeans oder Tabakprodukte erhoben werden. Auch amerikanische Stahlerzeugnisse, Schiffe und Boote wären betroffen. Der geplante Zusatzzollsatz auf all diese Produkte würde 25% betragen. Die EU hatte die möglichen Gegenzölle am 18. Mai bei der Welthandelsorganisation vorsorglich angemeldet. Sie könnten 30 Tage später in Kraft gesetzt werden, hieß es in einer Mitteilung. Mexiko wird als Reaktion auf die US-Zölle ebenfalls Gegenmaßnahmen beschließen. Es würden Zölle auf US-Produkte in Höhe der Mexiko betreffenden US-Zölle erhoben, unter anderem Trauben, Käse, Schweinefleisch, Äpfel, Lampen und so weiter. Die Welt hatte Folgendes noch hinzugefügt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Strafzölle als rechtswidrig bezeichnet. Das ist schon sehr kritisch hier, rechtswidrig. Eine rechtswidrige Handlung der USA, wird hier gesagt. Und vor einer Eskalationsspirale gewarnt. Wir halten diese einseitige Maßnahme für rechtswidrig. Die angeführten Gründe der nationalen Sicherheit tragen nicht, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag mit. Die Bundesregierung lehne die Maßnahmen daher ab. Nun, bevor ich fortfahre, hier ein interessanter Artikel von der Wirtschaftswoche vom 31. Mai, wo Folgendes gesagt wird. US-Präsident Donald Trump hat gegenüber dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron angekündigt, deutsche Premium-Automobilhersteller aus dem US-Markt auszusperren. Bei Macrons Besuch in Washington im April sagte Trump, er werde seine Handelspolitik beibehalten, bis keine Mercedes-Modelle mehr auf der Fifth Avenue in New York rollten. Trump hatte vergangene Woche seine Verwaltung angewiesen zu prüfen, ob Importe von Pkw die Sicherheit der USA gefährdeten, analog zur Prüfung von Stahlimporten.
Es droht ein Einfuhrzoll von 25% auf europäische Autos. Die Bundesregierung sucht innerhalb Europas nach Verbündeten für eine Abwehrstrategie. Das wird schwierig sein, denn Deutschland exportiert von allen EU-Staaten mit Abstand die meisten PKWs in die USA. Trumps Groll gegen die deutschen Autobauer und speziell gegen Mercedes-Modell in New York ist nicht neu. Im Januar 2017, also noch vor seiner Amtseinführung, hat er in einem Interview gesagt, wenn man durch die Fifth Avenue geht, hat jeder einen Mercedes-Benz vor seinem Haus stehen. Das beruhe aber nicht auf Gegenseitigkeit, weil nämlich viele amerikanische Autos nicht in Deutschland herumfahren. Ein Einfuhrzoll von 25% hätte auch volkswirtschaftliche Auswirkungen bei den deutschen Autobauern auf Kosten von etwa 5 Milliarden Euro. Und so ist es kein Wunder, dass jetzt die deutschen Zeitungen sehr negativ reagieren. Bild natürlich allen voran schrieb Folgendes am 31. Mai. Ganz schwarze Stunde für unsere Beziehungen. EU-Racheplan für Trumps Strafzölle. Aber auch die Zeit schrieb bereits am 25. Mai, das geht nicht mal lange gut. Mit seiner bizarren Handelspolitik verunsichert Trump die Welt. Macht er so weiter, könnte bald ein gefährlicher Punkt erreicht sein, vor allem für die USA. Und so ist die Rede bereits jetzt schon von einem Handelskrieg mit katastrophalen Konsequenzen. Wird es dazu kommen? Könnte es dazu kommen? Absolut. Nun, es wurde auch Italien erwähnt, weil zum Beispiel jetzt für Europa diese ganze Situation eine sehr unglückliche ist, weil die sich auch jetzt mit der chaotischen Situation in Italien herumschlagen müssen. Aber, das kann ich Ihnen gleich ganz dogmatisch sagen, Italien wird sich nicht aus der EU entfernen, wird sich nicht aus der Eurozone entfernen, wird den Euro nicht abschaffen. Denn die Bibel macht das sehr, sehr deutlich. Italien wird nach wie vor eine kritische Rolle bei dem Vereinigungsprozess in Europa spielen müssen. Egal, was da jetzt passiert, egal, was gewisse Kreise möchten, es ist unerheblich. Denn die Bibel sagt uns sehr eindeutig, was geschehen wird. Die Bibel sagt uns auch, dass sich Europa vereinigen wird, und zwar in weitaus stärkerem Maße, als das bisher der Fall ist. Und es wird sich auf 10 Staaten oder Staatengruppen konzentrieren, das sogenannte Kerneuropa oder das Europa mit den 2 Geschwindigkeiten. Dazu wird es ganz klar und deutlich kommen. Ich fand den folgenden Artikel, der auf der Webseite von The Corner EU veröffentlicht wurde am 25. Mai, sehr interessant. Er war von Israel Rafalowitsch geschrieben, ein Journalist, der zurzeit in Brüssel lebt, aber der 50 Jahre Erfahrung hat, auch in Tel Aviv, in Bonn, in Washington und so weiter und so fort. Nun, dieser Artikel ist nur in der englischen Sprache erschienen, aber er schreibt hier in diesem Artikel und drückt etwas aus, was die meisten europäischen Führer eigentlich auch so sehen, aber sie haben vielleicht nicht den Mut, es so auszudrücken. Er schreibt hier, Europa muss sich jetzt vereinigen. Und Europa hat jetzt die Gelegenheit, sich zu vereinigen, und zwar eben auch in militärischer Hinsicht. Er spricht hier von einer militärischen vereinigten Armee, einer europäischen Armee, die kommen muss, die kommen wird, unter europäischem Kommando, als ein Gegenpol zu der amerikanischen Herrschaft, sagen wir einmal. Er spricht hier von den amerikanischen Krücken, die man abwerfen müsse. Und so weiter und so fort. Ich fand diesen Artikel sehr interessant, weil er genau dem entspricht, was die Bibel uns nämlich sagt. Die Tatsache ist, dass sich Europa vereinigen wird, und zwar in einer Weise und mit einer Geschwindigkeit, die heute bei den meisten gar nicht erwartet wird. Es geht mir aber nicht um die gesamten europäischen Mitgliedstaaten, es geht mir um diese Kernstaaten. Unter deutscher Führung, mit österreichischer Einflussnahme, mit italienischer Einflussnahme, französische Einflussnahme und so weiter und so fort. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, was die Prophezeiungen uns sagen, wir haben 3 Broschüren veröffentlicht, 3 kostenlose, absolut kostenlose Broschüren, die 10 europäischen Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches. Nun, da es von dem ehemaligen Römischen Reich spricht, können Sie sich schon vorstellen, was Italien damit zu tun haben mag. Die werden dabei sein müssen, gar keine Frage. Eine weitere Broschüre, Deutschland in der Prophezeiung. Wussten Sie, dass die Bibel sehr viel über Deutschland sagt und sehr viele prophetische Aussagen trifft über Deutschland? Und so dann die 3. Broschüre, Europa in der Prophezeiung. Denn auch hier wird sehr vieles in der Bibel über Europa gesagt. Und was wir zurzeit erleben, diese
Beziehung, die immer und immer schlechter wird zwischen Europa und Amerika, ist prophezeit. Ist genau prophezeit worden. Und ich habe immer gesagt, deswegen musste auch Donald Trump an die Macht kommen, denn nur unter ihm war eine solche Verschlimmerung in dieser Schnelligkeit eigentlich möglich. Und ich sage Ihnen noch etwas. Wenn es zu Wiederwahlen kommt in Amerika, wird er wieder gewählt werden. Auch das sage ich Ihnen jetzt klar und deutlich, denn die Prophezeiungen deuten dies an. Sie deuten an, dass es zu dieser Verschlimmerung kommen muss. Und wenn es zu dieser Verschlimmerung kommt, wird als Gegenmaßnahme Europa sich vereinigen. Und dann werden Dinge eintreten, die die Bibel auch Ihnen mitteilt, die aber in keinster Weise sehr positive Auswirkungen für die gesamte Menschheit zunächst einmal haben werden. Wir werden weiterhin Sie über diese ganzen Dinge informieren. Und bis zum nächsten Mal verbleibe ich, Norbert Link, für eine Sendung auf Posten stehen. Auf Posten stehen ist eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes. Weitere Videos sowie Broschüren und Artikel finden Sie auf unserer Webseite aufpostenstehen.de.